In 2020 verlässt die Siedler-Schöpfer Volker Wertig das Ubisoft Reboot-Projekt zu Die Siedler. Stillschweigend. Doch jetzt, knapp 3 Jahre nach diesem Vorfall, weihen uns Wertig sowie Ubisoft Blue Byte-Geschäftsführer Grindel endlich ausführlich in einem Interview mit IGN über die Vorgänge ein, die viele Die Siedler-Fans bis heute beschäftigt. Kurz vorab zur Transparenz, dieses Video beruht komplett auf dem IGN-Artikel von Redakteur Wesley Jin Poole vom 20.09.2023, welchen ich euch selbstverständlich oben im i sowie in der Videobeschreibung im englischen Original verlinkt habe. Nachdem uns IGN grob den Werdegang von Volker Wertig und Envision Entertainment aufzählt, den ich euch ebenfalls bereits in Videoform in meinem History- und Roomtour-Video aufbereitet habe, jetzt oben im i und so, starten wir im Jahr 2016, als Ubisoft bei Envision an die Tür klingelte. Da man bei Ubisoft seit der Übernahme von Blue Byte keinen erfolgreichen Die Siedler-Teil mehr auf die Beine stellen konnte, also im Vergleich zu den ersten 4 Teilen, und durch diverse Richtungsänderungen und Designentscheidungen die Marke über die Jahre zu sehr verwässert hatte, wollte man nun folgerichtig Back to the Roots einen Reboot hinlegen und dafür den Mann am kreativen Steuer verpflichten, der die Serie ursprünglich erfunden hatte. Wir werden die besten Sachen, die man aus den alten Siedler-Teilen kennt, neu verpacken. Wir machen Innovationen auf jedes dieser einzelnen Spielsysteme und wir fügen eine ganze Menge neue Spielsysteme in das Spiel ein. Also zum Beispiel gibt es ein Ehrensystem mit alternativen Gewinnmethoden. Die daraus resultierende Konstellation war aber von Anfang an problematisch. Volker Wertig war kein Ubisoft-Mitarbeiter, sondern nach wie vor im 220 Kilometer von Ubisoft Düsseldorf entfernten Ingelheim bei Envision tätig. Das gleiche galt übrigens auch für dessen Kollege und Envision-CEO Dirk Ringe, der als ausführender Produzent für den Reboot tätig wurde. Der Großteil des Teams arbeitete aber von Düsseldorf aus, was somit die Kommunikation etwas einschränkte bzw. die Entwicklung verlangsamte. Nachdem aber die Resonanz auf den Reveal-Trailer im Zuge der Gamescom 2018 überaus positiv von der Presse und von den Fans aufgenommen wurde, beschloss man intern bei Ubisoft, das Projekt auszubauen und für alle Konsolen, inklusive Nintendo Switch und meinen Kühlschrank, umzusetzen. Um dies zu bewerkstelligen, stellte Ubisoft deutlich mehr Entwicklungsressourcen bereit, was bedeutete, dass in Spitze am Spiel mehr als 100 Personen gleichzeitig arbeiteten und mindestens 7 Ubisoft-Studios am Projekt mitwirkten. Genannt werden hier, neben den deutschen Studios in Düsseldorf, Berlin und Mainz, auch Ubisoft Reflections in Großbritannien sowie Miyumi Games in Wien. Verglichen mit einem Assassin's Creed Großprojekt zwar nicht viel, aber für ein extern geleitetes Die Siedler-Spiel ein gewaltiges Unterfangen, weswegen sich die Entwicklung zwangsläufig weiter verzögerte. So musste das ursprünglich für 2019 geplante Die Siedler erneut verschoben werden, was wiederum die interne Revision bei Ubisoft auf den Plan rief, die das Projekt dann schlussendlich zerpflückte. IGN geht davon aus, dass das Spiel zwar wunderschön war, aber zu diesem Zeitpunkt noch ein zusammenhangloses Durcheinander war, mit daher noch zu softem Gameplay und einer Kampagne, die als eine Art Plackerei bewertet wurde, statt Spielspaß zu vermitteln. Das Projekt hätte an diesem Punkt laut interner Meinung noch weitere 18 bis 24 Monate Entwicklungszeit benötigt, um ein gutes Spiel zu werden. Ein zu unsicheres Unterfangen bei abgewegten Erfolgschancen. Also wurde über den Kopf von Envision Entertainment hinweg entschieden, die Richtung zu ändern und den angeblich sichereren Weg weg vom Reboot basierend auf Die Siedler 1 hin zu einem schnellen, competitiven Multiplayer-Spiel weiterzuentwickeln. Da das aber ab hier nichts mehr mit dem Spiel zu tun hatte, auf das Ringe und Wertig bis hierhin hingearbeitet hatten, folgte nach einem kurzen Gespräch auf Wunsch von Envision die Trennung. Wohlgemerkt im Guten, denn für die Richtungsänderung konnte weder Volker Wertig noch Dirk Ringe irgendwas, was natürlich auch bei Ubisoft klar war. Laut Volker Wertig war das auch völlig okay, da Ubisoft als finanzierendes Unternehmen über die Richtung entscheiden muss und man natürlich auch hätte weitermachen können, aber freiwillig zugunsten der Umsetzung der eigenen Vision ab hier gegangen ist.
Was folgte, war eine Mission Impossible unter der Leitung vom nun zum Creative Director beförderten Christian Hagedorn, der in kürzester Zeit mit kleinerem Team aus einem reinen Citybuilder nun ein RTS basteln musste, was unter anderem in eine katastrophale Closed Beta mündete, in der Raketenochsen noch das geringste Problem waren. Mein ausführliches Review zum fertigen Spiel, welches dann dieses Jahr im März erschienen ist, oben im i. Bereits vor Release war allen Beteiligten klar, was man hier nun auf die Beine gestellt hatte, weswegen man auch die komplette Retail-Version vorab einstellte und das Spiel nur noch über den hauseigenen Ubisoft Store und über den Epic Games Launcher vermarktete. Steam fiel dem Cut ebenso zum Opfer wie die Herausgabe von Presseversionen vorab, was eigentlich immer ein alarmierendes Zeichen ist. Volker Wertig möchte sich zu neuen Allianzen nicht äußern, merkt aber an, dass sich seine Version deutlich von dem unterscheidet, was man am Ende an den Spieler bringen wollte und das Thema dann natürlich zu großen Teilen im eigenen Pioneers of Pagonia verarbeitet wurde. Derweil gibt Ubisoft Blue Byte-Chef Benedikt Grindel zu, dass das Projekt erhebliche unlösbare Herausforderungen erlitten hatte, für die er nun die Verantwortung übernehmen möchte. Zitat: Spieleentwicklung ist komplex und Rückschläge können und werden in jeder Produktion auftreten. Die Entwicklung des neuesten Die Siedler-Spieles war mit einer Vielzahl von Herausforderungen konfrontiert und das Ergebnis ist, dass das endgültige Spiel weder unseren Erwartungen noch denen unserer Fans gerecht wurde. Ich war traurig darüber, dass sich die Siedler-Community im Stich gelassen fühlte und dass wir ihnen nicht das Erlebnis bieten konnten, das sie verdient haben. Ebenso enttäuscht bin ich, dass wir das immense Talent des Teams nicht zum Vorschein bringen konnten. Als Geschäftsführer von Ubisoft Blue Byte übernehme ich daher die volle Verantwortung für dieses Ergebnis. Zitat Ende. Ohne natürlich auf irgendwelche Konsequenzen einzugehen, denn die Siedler Neue Allianzen gilt damit als einer der teuersten Flops der Videospielgeschichte aller Zeiten und wird ein klassisches Beispiel für Missmanagement in der Branche bleiben. Volker Wertig scheint jedenfalls mal wieder das Allerbeste daraus gemacht zu haben und lässt uns bereits ab dem 13.12.2023 mit seinen Pionieren in Pioneers of Pagonia endlich wieder richtig siedeln.